Saumatte, verdammt! Also, in der Zwischenzeit ein bisschen warm bekommen. Heute machen wir am Nickel-Goldpopper weiter. Also der Sieg hat ja eine mit runden Röhrli Gabel und eine mit Flachstahl aus 8 mm Blech gelasert. Und er hat die 2 Versionen gemacht. Es sind doch noch ein paar Einzelteile gewesen. Da wir haben Hebel dran, die einzelnen Aufnahmen. Ja, was sind es? 20 Teile insgesamt. Ja. Ich war auch noch ein Zeitchen dran, etwa 10 Stunden alles. Ja. Ich hoffe, das passt dann. Gehen wir mal schauen. Sie flucht dann halt rein. Ja, jetzt gehen wir zum Salzgeg, das Zeug holen. Affengeil, er ist gerade am rauslassen. Darum müssen wir pressieren. Dann können wir noch schnell einen Blick in die Maschine rühren. So, wir sind da. Jetzt schauen wir mal. Hoi, hoi. Hoi, was hast du denn für mich? Ja, wieder Kleinteile. Ja, für was hast du die Teile? Ja, dann mache ich so eine Spezialgabel, oder, für Töpfchen. Da ist ja eben alles immer schön klein und fein und eigen. Da bist du natürlich immer der Mann in der Not. Also, legen wir los. Ja, jetzt machen wir zuerst 6er. Zuerst 6er, oder? Ja, das ist für dich ein 6er. Jetzt geht die Düse wechseln. Jetzt geht es eigentlich los. Licht schreibst du etwa 20'000 Grad. 20'000 Grad? Ja. Komm an. Siehst du, schnell. Das ist das Modernste, was auf dem Markt gibt. Oder noch etwas vom Neuesten. Oder? Wie lange hast du das Jahr lang schon da? Ein Jahr. Ein Jahr erst, ja? Ah, schau jetzt du. Jetzt machen wir einfach den Blechtrennschritt, machen wir da. Der ist jetzt schon rausgehört. Ja, okay, jetzt schon raus die Einzelnen. Ja, herziges Gäbeli, hä? Da kommt jetzt noch ein leichter Knick hier, da nach links und da oben natürlich dann wieder nach rechts. Der ist jetzt so flott und macht das auch gerade. Wir machen einfach alles. Ja, Alles, was kommt, bestellt und versuchen wir herzustellen. Ja, Überschweißen, Laser, Wasserstrahl schneiden, Kunststoff, Blech, Carbon, egal. Wir können alles durchlassen. Jetzt können wir gerade drüber gehen. Also gut. Dann wir eins weiter. Wenn wir den Abkanttisch noch schnell putzen. Das ist für einen Elektrolastwagen. Elektrolastwagen? Ja, lustiges Teil, hä? Ja. So, jetzt sollte das 6 Grad sein. Yes, Gott, das ist ja nichts, hä? Ja, halbes Grad müssen wir noch. Machen wir das halbes Grad noch korrigieren. Ja. 250 Tonnen Blech. 250 Tonnen? Ja, genau. So, Ja. jetzt kommt der nächste. Hast du den Finger auch ab, wenn du dazwischen hast? Hey? Dann ist er runtergefallen und ist der Finger immer dünner geworden. Nein, Ja, ja. der hält er nicht an. Nein, dann habe ich da einen Mitarbeiter gerufen, der soll hinten das Tor aufmachen, dann können da Rücken hinterher schieben. Dann hat es ein paar Tage wehten, aber es ist nicht passiert. Gut, also Ja, raus. geil, hey, vielen Dank. Das sind deine Teile. Super. Ja, Bis zum bitte nächsten Mal. Gern wieder. He? Ich danke dir vielmals. So, haben wir wieder Stoff zum Weitermachen. Wir sind retour. 3 Teile sind nicht da. Die Federn ist auch unterdessen. Ich habe ja extra noch die Tonnenfedern herstellen lassen. Das ist eigentlich jetzt das, was eine Gabel braucht. Noch nicht ganz, es fehlt noch ein Teil, und zwar ein Klemmring oben dran. Darum lassen wir das noch auf der Seite. Wir machen jetzt zuerst das Rädchen und dann das Heck, weil wir brauchen ja die Rädchen zum Einspannen, zum Heck anpassen. Also, an dieser Abend gibt es jetzt 2 Sachen zu tun, und zwar einmal den Zankranz verbohren und montieren. Und das zweite Mal kommt der Stahlbüchs rein, weil Bremsback auf Aluminium funktioniert natürlich nicht. Jetzt habe ich da bereits schon mal vorgetragen. Das ist so ein Rohr, das ich als Grundlage vorgeschraubt. Jetzt spannen wir das ein und tun das noch sogenannt schlichten. Und jetzt nehme ich quasi noch den Feinspan. Das ist etwa 1,5 mm. Schaffe ich mich langsam daran an, weil es muss genau 95,05 muss das Aussenmaß sein. Innendurchmesser, wir machen es ja für 90er. Das heisst, wir gehen etwa auf 90,1, 90,2. So, quietschi, quietschi. Irgendetwas gefällt dem sich nicht. Die Oberfläche wird übel. Aber es ist halt hure dünnwandig, das ist halt immer ein bisschen Scheissdreck.
Ah, Saumatte, verdammte! Ah, ich muss das wohl in den weichen Backen spannen, das gibt so nichts. He? So. Kommen wir mal. He? Ich drehe jetzt aber durch. Ihr seht jetzt hier, der Radius passt absolut nicht. Jetzt drehe ich das so aus, dass die weichen Backen perfekt auf das sitzen. Das geht jetzt schnell einen Moment. Aber das ist euch eh gleich, wie bei euch macht es patz, patz, patz und fertig ist es, oder? Darum heisst es auch immer, wieso ist das so teuer? Der Rad ist jetzt auf jeden Fall perfekt. Absolut traumhaft, es vibriert nicht mehr, es ist affengeil. Gut, ein bisschen warm. Das kommt dann so da rein. Da sieht man jetzt natürlich, das geht natürlich noch nicht rein, weil das ist grösser als das. Das ist das Ziel. Spray zum Kühlen, Platte zum Heizen. So, jetzt gehen wir schon zum Nachbar rüber, weil der hat den Press für Männer. Ich habe hier natürlich nur so eine Spielzeugpresse. Dann drücken wir das rein. Er macht hier alte Amis, alles Käfer, alte Amischlitten, schöne. Heizt sie oben auf, ein Kälteschockspray, kalt, heiß, zusammen, abdrücken, dann sagt man einschrumpfen. Ich sage, das langt. Jetzt hört man es. Jetzt ist der Ring schon heiß. Das ist so dünnwandig, das geht so schnell, bis die heißen runter die Wärme abgibt an den dünnen Ring. Oder? Darum muss das unheimlich schnell gehen. So sieht es aus. Jetzt haben wir einen schönen Stahlring drin. Vorne bündig. Es ist traumhaft, es ist wunderschön. Genau, ja. Ein bisschen abkühlen hier. Immer noch heiß. Also jetzt gleich der nächste Plan, gell? Oh, das müsst ihr dann zulassen. Zuerst wird das verstiftet, 3/4 ins Aluminium geschnitten. Jetzt kommt noch 1/4, das kommt jetzt in den Stahlring rein. Und machen so eine Madenschraube rein, fix mit grünem Loctite. So. Anziehen wie im Wald voll Affen. Das bringt man natürlich aber gar nie mehr raus. Da. Als nächster Schritt den Ring verbohren. Schön. Das ist eine satte Geschichte, hebt jetzt schon, müssen wir gar nicht mehr anschrauben. Natürlich nicht mit dem Power, den er bekommt. Die Schmütze, das Füchse hier. Perfekt. Dann kommt jetzt noch das Letzte. Zwar die Lagerung. So, da habe ich natürlich SKF-Lager, ist klar. Distanzbüchse, ich misst das natürlich genau aus. Ich will zwischen den Lagern 2 Zehntel Spiel. Dann könnt ihr ein bisschen arbeiten, aber nicht allzu fest. Zack, rein. So, die Distanzbüchse bewegt sich nicht mehr drin, hat kein Spiel. Heisst, sie sitzt auf dem Lager auf. Das ist genau das, was wir wollen. Können wir das? Nein, zuerst einspeichern. So, wo haben wir es denn da? Das Ventilloch, natürlich immer lässig. Das besteht nur noch aus Löchern, das Ding. Ich sehe es nicht, Gottverdammt. Ah, da ist ja das Hurenloch, das Hurendoppelloch. Also, dann fange ich mal an. Tue ich mal die Speicher rein. Das geht jetzt schon mal ein Momentchen. Stunden später. Ich gehe schnell abschauen, dass ich das auch das erste Mal habe. Es geht weiter. Das Rädchen habe ich eingespeichert, zentriert, remontiert. Jetzt gehen wir über zum Heck. Also, das ist ja das alte Heck, das passt mir natürlich nicht mehr. Also, fangen wir mal von vorne an. Müll. Ich habe hier so ovale Rohrbügel an. Jetzt schaue ich natürlich, dass ich da möglichst Mitte Kette bin. Jetzt probiere ich mal möglichst die Mitte anzuzeichnen. Nachher hier einen Riss und nachher machen wir so noch einen Riss. Gut. Und jetzt gebe ich dem einfach da hinten einmal einen Punkt. Gehe jetzt Mitte. Nochmal eins. Steht extrem schräg. So. Also. Das finde ich jetzt gar nicht so hure tragisch. Ich kann natürlich den Winkel drauflegen. Jetzt schön sauber über das Ganze drüber schauen, dass alles ausgemietet ist. Das ist wichtig. Und nachher mit dem Winkel her. Das ist gar nicht schlecht. Jetzt kommt ja noch das Obere. Es kommt ungefähr da oberkant auf diese Höhe. Schneiden wir es da mal ab.
Schöne bündig. So, jetzt habe ich das eigentlich mal gepunktet. Jetzt nehmen wir das mal rüber. Ein schweres Scheissrädchen, verdammt. Leck mir am Arsch. Ihr seht jetzt, es ist sehr eng gehalten. Ich habe das extra schön klein wählen, dass man möglichst viel von dem Rädchen sieht. Dann hinten die Achsaufnahmen eingeschweißt. Ich habe die Rohre hinten geschlitzt, eingeklopft und auch gepunktet. Jetzt wird das Ganze am Ende hinten wird das noch flach geklopft, also dass es einen schönen Übergang gibt und dann verschweißt. Dann weiter da oben, da habe ich auch ein Stückchen von so einem ovalen Rohr genommen, habe das aber flach gehämmert und den Bogen verpasst. Das schmiegt sich jetzt wunderbar da oben im Rahmen ein. Weiter die Linie vom Schutzblech zum Pneu. Das Ziel war, dass man schwarz gerade so nicht mehr sieht. Also eigentlich gerade auf die Linie vom Schwarz zum Weiß. Der Kettenverlauf wird irgendwo ungefähr da durch sein. Das heisst, da wird das Ganze dann noch eingerundet, dass man sicher genug Platz hat für die Kette. Nächstes Mal, um die Rädchen wirklich schön aufeinander auszurichten, dass es eine Linie gibt, braucht jetzt natürlich Gabeln. Die wird noch sehr aufwendig, da muss ich eine Vorrichtung bauen, um die ganze Sache zusammenzustecken. Die besteht ja irgendwie aus über 20 Teilen. Schweiße die Gabeln zusammen, Punkte, einheben. Was natürlich noch wichtig ist, der Winkel vom Steuerrohr, der wird natürlich angepasst, weil ich will ein bisschen längere Gabeln als Original, nicht übertrieben, einfach so den Winkel ganz leicht anpassen. Das stellt sich dann raus, sobald ich das Rädchen hier einstelle und dann sehe ich, was sieht schön aus, wo muss das Rädchen sein, dass es optisch perfekt ist. Und das gibt mir dann eigentlich den Winkel vom Steuerrohr und die Länge der Gabel. Eventuell sehen wir dann noch etwas über den Sattel, wie das da passiert, der Bereich. Und dann bin ich dann bald so weit, dass ich sagen kann, das Rolling Chassis ist im Groben gemacht, ist fertig. Das heisst, es kann dann Motor und die ganzen Kleinteile, das kann dann alles zum Veredler gehen. Was dort genau passiert, das sehen wir natürlich im nächsten Video. Das werden wir euch dann noch genau zeigen. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.